Willst du mit dem GTI fahren oder mit dem Porsche? Nö, ich fahre mit dem GTI. Ich will mit dem Porsche fahren. Ja, dann sind wir uns ja einig. Dann, bitteschön. Okay. Fahr mal in beiden Autos jetzt. Ja, ja, klar. Dann will ich mal sehen, wer schneller ist. Ja, ich. Der Clubsport sieht schon nicht schlecht aus von hinten. Ist immer lustig, wenn man seinem eigenen Auto mal hinterher fährt. Kann man erstmal gucken, wie das so von hinten aussieht. Aber ich brauche definitiv andere Felgen. Das Auto muss tiefer. Ich war gestern übrigens erst um 4 Uhr morgens im Bett. Also eigentlich heute. Weil eine Freundin von mir hatte Geburtstag. Ja, und das ging dann so ein bisschen lang. Deswegen fühle ich mich auch heute irgendwie so wie in so einem Wachkoma. Ich trinke ja keinen Alkohol. Aber ich fühle mich, wenn ich so lange wach war, echt wie als hätte ich gesoffen. Tja, was will man machen? Man wird nicht jünger. Ich weiß, man kann natürlich den GTI nicht mit einem GT3 vergleichen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Autos. Das war ja auch der Sinn der Sache, warum ich mir den GTI noch zugelegt habe. Ich wollte ja eben noch was völlig anderes. Aber es ist halt schon mal lustig, mal mit beiden Autos zu fahren und zu gucken, ja, wer halt mehr abgeht. Ich meine, ganz klar weiß ich jetzt schon, dass der GTI mit dem Porsche überhaupt nicht mithalten kann. Aber ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob das so ein großer Unterschied sein wird. Weil der GTI hat halt einen Turbo und der geht schon ganz schön ab. Ich fahre jetzt übrigens gerade mal nach Meinerzhagen spontan auf ein Autotreffen. Ich liebe dieses Auto. Bei dem GTI ist leider das Problem, dass der halt immer noch die Allwetterreifen drauf hat, die der schon montiert hatte, als ich den gekauft habe. Jo, das sind wieder diese typischen Sonntagsfahrer. Bloß nicht in den Rückspiegel gucken, sowas kennen die Leute nicht. Er hat Spaß im GTI. Der Herr kennt den Weg, deswegen lasse ich ihn mal freundlicherweise vor. Auf dem Rückweg fahre ich natürlich mal mit dem GTI. Also das Auto macht wirklich Spaß. Aber trotzdem macht der GT3 mehr Spaß, ganz klar. Aber ist natürlich auch, wie gesagt, was komplett anderes, was man einfach nicht miteinander vergleichen kann. Also für ein Alltagsauto macht der GTI wirklich sehr Spaß. Vor allen Dingen ist es ein Auto, ich sage immer so ein Wolf im Schafspelz, weil der sieht halt eben nicht so protzig aus. Und mit dem Auto kann man halt irgendwo hinfahren, ohne dass die Leute sofort starren und gucken und einen irgendwie für einen arroganten Schnösel halten. Das hat man natürlich mit dem Porsche ganz oft. Und deswegen wollte ich halt auch eben kein Auto, was so auffällig ist. Und ich finde, mit dem GTI hat man da schon einen ganz guten Kompromiss gefunden. Aber was haltet ihr eigentlich von dem Thema? Was fahrt ihr am liebsten? Und wo würdet ihr euch wünschen, wo soll die Reise hingehen? Sollen wir weiter Verbrennungsmotoren haben oder soll es irgendwann nur noch Elektroautos geben? Haltet ihr das gut? Haltet ihr das für gut oder eben für schlecht? Und was haltet ihr eigentlich vom Diesel? Mich interessiert eure Meinung. Schreibt mal einen Kommentar unter meinem Video und gebt einfach mal euren Senf ab. Würde mich mal interessieren. Übrigens voll witzig, ich habe 2 Autos mit Clubsport. Paket.
Der Porsche GT3 hat das Clubsport-Paket, was eben hier durch den Käfig unter anderem ausgemacht wird. Und die Schalensitze. Ja, und der GTI mit Clubsport-Paket. GTI Clubsport und GT3 Clubsport. So, jetzt sind wir angekommen in Meinerzhagen am Flugplatz. Fenster runter machen. Und Liftsystem ab. Oh, ist ganz schön was los hier. Alter Verwalter. Ich hoffe, ich bekomme noch einen Platz hier. Jetzt bin ich auch noch so dreist und bringe 2 Autos mit. Ja, Meinerzhagen ist halt eben nicht so dieses typische Sportwagentreffen, wie wir sonst so besuchen. Hier fahren halt auch viele so, ja, Alltagsautos rum. Ebenso GTIs und so weiter. Wie parken wir jetzt daher? So, da sind wir. Gehen wir mal ein bisschen rum und gucken, was hier so rumsteht. Aber erstmal essen. Es ist halt mal was anderes. Man hat halt hier echt alles vertreten. Golf GTI, Ford Focus RS, BMWs, Audis, alles Mögliche. Und ja, in vielen Farbvariationen und vielen Tuning-Varianten. Mit so ein bisschen Show da hinten, Sexy Car Wash und viele Foodtrucks, was ich immer gut finde, Foodtrucks. Hauptsache Essen. Und heute ausnahmsweise mal nicht mit dem dreckigsten Auto auf dem ganzen Treffen, weil der GT3 ist ausnahmsweise mal gewaschen worden. Bis auf die paar Fliegen, die ich gerade eingesammelt habe. Sieht doch eigentlich ziemlich gut aus heute. Und der GTI eigentlich auch. Den GTI habe ich gestern ein bisschen eingesaut, aber kann sich trotzdem noch blicken lassen. So, jetzt einmal die Autos getauscht. Finde ich übrigens super hier, die Anschnaller vom GTI mit dem roten Streifen. Das sieht schon sehr sexy aus. Jetzt fahren wir allerdings über Land zurück. Autobahn ist ein bisschen langweilig heute. Macht schon extrem Bock, hinter dem GT3 herzufahren. Ich sitze so ein bisschen hoch irgendwie. Ich bin das so gewöhnt, im GT3 so tief zu sitzen. Ich sitze gerne tief. Auch wenn die Leute immer sagen, das sieht doof aus. Und ob ich überhaupt über den Lenker gucken kann. Ich sitze wirklich gerne tief, weil ich das einfach gewöhnt bin durch den GT3. Weil ich halt eben so viel mit dem GT3 fahre.
fühle ich mich unwohl, wenn ich so weit oben sitze hier im Golf. Der GT3 sieht schon extrem gut aus in Orange. Ich weiß halt nicht, was jetzt noch kommen soll. Ich will eine neue Folie drauf. Die Folie muss so langsam runter. Die ist ja jetzt 2,5 Jahre auf dem Auto. Ja, nach einer gewissen Zeit frisst die Folie auch den ganzen Dreck und man sieht halt eben, wo die ganzen Aufkleber vorher drauf waren. Man sieht so diese Schattierung noch von den Aufklebern und ja, deswegen soll jetzt was Neues drauf, aber ich weiß halt echt immer noch nicht was und ich weiß auch nicht, welche Farbe. Ich finde Orange extrem geil und ich weiß auch nicht, was das noch toppen kann, weil es gibt so viele schöne Farben, aber das Orange, das passt einfach so super. Da werde ich auch so oft drauf angesprochen, dass es halt eben so eine schöne Farbe ist. Blau ist auch schön, aber ja, ich weiß nicht. Ist nicht so auffällig irgendwie wie das Orange. So, wenn man in den Rückspiegel guckt und man sieht dann eben dieses Signal Orange, dann ja, macht man automatisch schon Platz auf der Autobahn. Ich weiß es nicht. Vielleicht finde ich ja noch in ein paar Tagen ein gutes Design, was mir gefällt. Welche Farbe wäre euch am liebsten? Was meint ihr wäre die beste Farbe für den GT3? Und falls irgendwelche Leute unter euch sind, die ein bisschen Ahnung haben von Zeichnen oder Photoshop oder was auch immer, ihr könnt mir echt gerne mal Designs entwerfen, die ihr für gut befinden würdet am GT3. Und ich gucke mir die mal an, weil ich hole mir gerne immer neue Ideen ein. Und ja, wenn ihr gute Ideen habt, dann immer her damit. Das ist hier eine perfekte Straße für die beiden Autos. Vor allem für den GT3. Aber der GTI Clubsport liegt auch schon ziemlich gut in der Kurve, muss man schon sagen. Also das haben die hier ganz schön gut abgestimmt an dem Auto. Der GTI kann auch laut sein, wenn er möchte. So ist das ja nicht. Da sind mir die Reifen schon ein bisschen durchgedreht. Was ist das denn jetzt hier? Es gibt ja auch immer wieder diese Diskussion, Schalter oder eben Automatik. Und wie ja vielleicht schon einige von euch wissen, für mich kommt immer nur Automatik in Frage. Das hat nichts damit zu tun, dass ich keinen Schalter fahren kann. Nur, muss ich einen Schalter fahren, um anderen Leuten zu beweisen, dass ich einen Schalter fahren kann? Nein, muss ich nicht. Und vor allem, ich bin wirklich schaltfaul geworden. Ich habe ganz viele Jahre einen Schalter gefahren und ich habe einfach keinen Bock mehr darauf. Und ich finde, es gibt auch nichts Sportlicheres so als ein DSG mit Schaltwippen. Ich schalte ja unglaublich gern wirklich mit den Wippen. Wenn ich jetzt reise und weit fahre und ich weiß ja auch, ich fahre jetzt irgendwie heute 600, 700 Kilometer, dann stelle ich einfach auf D und gut ist. Dann macht das Auto das für mich. Aber so, wenn ich ein bisschen sportlicher unterwegs sein will, dann, wie gesagt, dann fahre ich auch wirklich mit den Wippen. Und sorry, das kann einfach kein Schalter toppen. Es ist einfach so. Man kann viel schneller schalten mit dem DSG im Gegensatz zu, wenn man per Hand schaltet. Jeder kann das fahren, was er möchte. Wenn jemand sagt, er fährt lieber Schalter, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ein Schalter macht ja auch eben Spaß. Aber ich weiß nicht. Es gibt ja halt immer so Leute, die dann halt der festen Überzeugung sind, dass man keinen Schalter fahren kann, wenn man nur Autos mit DSG fährt. Was halt absolut nicht wahr ist. Zum Beispiel den Ford Focus RS.
bin ich echt ultra gerne über den Blitzerberg gefahren, weil der mir einfach so Spaß gemacht hat mit der Handschaltung. Also ich glaube, so für einen Ring, einen Handschalter, finde ich echt nicht schlecht. Aber nicht für den Alltag. Dafür fahre ich einfach zu viel. So Leute, die ihr Auto mal so am Wochenende rausholen so und just for fun mal ein bisschen hier so eine Runde drehen. Ja, okay. Kein Problem. Handschalter macht echt Spaß. Aber ich fahre zu viel und ich brauche ein DSG. Ein sogenanntes Damenschaltgetriebe. Also viele wissen ja, ich komme aus dem Raum Olpe, deswegen auch die Kennzeichen OE. Und das liegt ja im tiefsten Sauerland. Und im Sauerland gibt es echt schöne Strecken. Also das hier ist unter anderem eine Strecke, die wir mal gerne fahren. Weil es kommen gleich noch ziemlich schöne kurvige Straßen und wir fahren dann auch gerne mal um den Biggesee herum. Und jetzt natürlich mit 2 Autos macht das noch mehr Spaß. Der Biggesee ist übrigens sehr schön, kann ich jedem mal empfehlen, da lang zu fahren, so um den Biggesee herum. Das ist eine echt schöne Straße, egal ob fürs Auto, Motorrad oder Fahrrad. Nur aufpassen, ab und zu stehen hier auch ein paar Blitzer, feste sowie auch mobile. Also haltet euch immer an die Verkehrsordnung. So wie ich, ganz vorbildlich. Habe ich nicht in meinem letzten Video noch erzählt, dass ich geblitzt wurde? Nein, habe ich nicht. Ich wurde auch gerade schon direkt geblitzt. Bitte tanken. Das Auto ist ganz schön durstig. Das Auto ist wirklich ganz schön durstig, muss ich echt sagen. Aber ich fahre auch sportlich damit. Also man kann ja hier auch in dem Eco-Modus fahren und da kann ich wahrscheinlich auch ziemlich weit mitkommen. Aber habe ich keinen Bock drauf. Das ist uninteressant für mich. Das ist jetzt der Biggesee. Ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann auf der GoPro. So, meine lieben Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Was haltet ihr eigentlich von solchen Vlogs, wenn ich einfach mal euch zeige, was ich den ganzen Tag so mache? Auch wenn jetzt nicht unbedingt so viel Spannendes passiert. Vielleicht interessiert es euch ja. Lasst einfach einen Kommentar unten in den Kommentaren und sagt mir, was ihr davon haltet. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Mehr. Mehr Autos natürlich. So, ciao.